In der DM-Drogerie sieht es teilweise aus wie in einer Apotheke. Mit diesen Schnelltests in bunten Verpackungen sollen Kunden feststellen können, ob sie krank sind. Auf verschiedenste Krankheiten oder Mangelerscheinungen kann man sich selbst testen, ganz ohne einen Arzt. Stella Wilswissen hat sich für 9,95 € einen Schilddrüsentest gekauft. Im Grunde genommen funktioniert das Ganze wie ein Corona-Selbsttest, nur mit einem Tropfen Blut. Gemessen wird der sogenannte TSH-Wert. Würde mich schon mal interessieren, ob ich da Probleme habe vielleicht oder irgendwelche Krankheiten. Aber es ist halt schneller, als zum Arzt zu gehen. 10 Minuten warten und dann kommt das Testergebnis schon. TSH-Wert normal. Der Test war jetzt negativ, aber so ganz will ich mich nicht drauf verlassen. Ich gehe lieber noch mal zur Ärztin. Was sagt dieses Ergebnis des Schilddrüsentests nun aus? Wir fragen Daniela Hubloer von der Verbraucherzentrale Hessen. Sie ist Ärztin, kennt sich aus mit Testverfahren. Ich finde dieses Ergebnis nicht aussagekräftig, denn dieser TSH-Wert schwankt im Laufe des Tages, ist abhängig, ob man Medikamente nimmt, wie alt man ist. Es besteht sowieso die Kritik, dass man nicht nach einem Wert schon behandeln sollte, sondern dass man so einen Schilddrüsenwert mindestens zweimal bestimmt, bevor man zum Beispiel Schilddrüsenhormone gibt, sonst kommen die Leute in die Überfunktion. Was ist generell von solchen Selbsttests zu halten? Sind sie genauso sicher wie ein Corona- oder Schwangerschaftstest? Ich finde diese Tests sehr, sehr schwierig, denn zum einen sind sie nicht unkompliziert in der Handhabung. Da kann man schon vieles verkehrt machen und dann ist das Testergebnis falsch. Zum anderen finde ich eigentlich den Erkenntnisgewinn sehr gering. Denn natürlich steht in den Beipackzetteln, diese Tests sind ein Hilfsmittel zur Diagnostik und eine valide, feststehende Diagnostik muss dann bei der Ärztin, dem Arzt erfolgen. 9,95 € und man weiß angeblich, ob man krank ist. Wir haben uns mal in Frankfurt umgehört, was von solchen Selbsttests gehalten wird. Ich würde zum Arzt gehen, glaube ich. Ja. Also ich würde zum Arzt gehen, aber ich würde fragen, ob man sowas probieren kann. Ja, auf jeden. Weil nicht, dass dann irgendwas passiert. Deswegen lieber erst beim Arzt fragen. Also 9 € hat an der Grenze, ehrlich gesagt, aber ich wüsste nicht, weil wenn ich irgendwas habe, wenn ich Beschwerden habe, gehe ich ja zum Arzt, oder? Also ich würde es nicht kaufen für 9 €. Ja, ich würde kaufen. Ja, sicherlich. Ja, weil ich möchte das wissen, ob ich gesund bin. Ja, und kann zum Beispiel die Schilddrüse überprüfen, kann ich auch meinen Magen überprüfen lassen, dadurch, dass ich das kaufe für 9,90 €. Ja, sicherlich. Ich bin Arzt und ich bin Pharmakologin und das ist Quatsch. Fragen wir weiter bei der Ärztin. Was hält sie vom Selbsttest auf Heliobacter pylori? Das Bakterium kann Magenkrebs auslösen. Bei Helicobacter pylori ist es so, man schätzt, dass die Hälfte der Menschen dieses Bakterium in sich tragen. Wenn die keine Symptome haben, behandelt man in aller Regel auch nicht. Aber eine Glutenunverträglichkeit nachweisen, so ganz einfach zu Hause, das ist doch was, oder? Glutenunverträglichkeit, das muss bestätigt werden mit einer Biopsie der Darmschleimhaut. Also auch hier wäre ein positiver Test ein Hinweis, muss aber dann wirklich auch wieder mit einer Untersuchung bestätigt werden. Und es wäre natürlich fatal, wenn man sich auf einen negativen Test verlässt und sagt, ist schon alles in Ordnung, obwohl man Symptome hat. Das Marburger Unternehmen NanoRepro hat sich auf diese Selbsttests spezialisiert und ist seit 2008 börsennotiert. Es macht einen jährlichen Umsatz von über 160 Millionen €. Scheint sich zu lohnen, das Geschäft mit der Angst vor Krankheiten. Das Fazit unserer Ärztin? Das sind alles schwerwiegende Erkrankungen und da muss wirklich eine saubere Diagnostik gemacht werden. Und ich würde davon abraten, bei einem negativen Ergebnis zu sagen, ach, ist alles okay, obwohl ich Beschwerden habe. Und ein positives Ergebnis muss sowieso bestätigt werden, nochmal bei der Ärztin, dem Arzt. Das Geld für die Selbsttests kann man sich vermutlich ruhig sparen. Wenn man sich krank fühlt, dann auf jeden Fall besser den Hausarzt fragen.